Der Flug ins Unbekannte. Thomas blickte aus dem Fenster des Flugzeugs und sah die Landschaft unter sich vorbeiziehen. Er war ein erfahrener Intensivpfleger, aber das, was vor ihm lag, war eine völlig neue Herausforderung. Er war auf dem Weg nach Gaza, um als freiwilliger Krankenpfleger in einem Feldlazarett zu arbeiten. Schon der Gedanke an die Reise hatte bei ihm gemischte Gefühle ausgelöst. Er wusste, dass er gebraucht wurde und wollte helfen. Aber er verließ auch seine Familie, seine Heimat und den gewohnten Alltag im Krankenhaus. Als das Flugzeug in Turbulenzen geriet, krampfte sich sein Magen zusammen. War es die Angst oder nur das schlechte Gefühl im Flieger? Er versuchte, sich abzulenken, indem er die Informationen las, die er über das Feldlazarett erhalten hatte. Es war klar, dass die Bedingungen dort extrem herausfordernd sein würden. Mangel an Ausrüstung, ständige Bedrohung und der Druck, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, ließen ihm den Atem stocken. Thomas dachte an seine ersten Tage als Krankenpfleger zurück. Die Fälle, die er behandelt hatte, die Menschen, denen er geholfen hatte. Dies wäre anders. Jeder Tag könnte der letzte sein. Jede Entscheidung könnte über Leben und Tod entscheiden. Als das Flugzeug zur Landung ansetzte, nahm Thomas einen tiefen Atemzug. Er wusste, dass die kommenden Tage und Wochen sein Leben für immer verändern würden. Als Thomas das Flugzeug verließ, wurde er sofort von der drückenden Hitze und dem Lärm getroffen. Er wurde von anderen Mitgliedern des medizinischen Teams begrüßt und direkt zum Feldlazarett gebracht. Es war ein erschütternder Anblick. Zelte waren soweit das Auge reichte aufgestellt, und es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Überall lagen verletzte Menschen, viele von ihnen Kinder, und die Ärzte und Pfleger liefen von einem Patienten zum nächsten. Obwohl er innerlich zutiefst erschüttert war, ließ sich Thomas nicht anmerken, wie überwältigt er sich fühlte. Er wurde sofort zu einem kritisch verletzten Patienten gerufen. Mit minimaler Ausrüstung und in der drückenden Hitze begann er, die Wunden des Mannes zu versorgen. Während seiner Schicht sah er Verletzungen, die er in seinem Leben noch nie gesehen hatte. Schusswunden, schwere Verbrennungen und zertrümmerte Gliedmaßen. Aber was ihn am meisten beeindruckte, war der unerschütterliche Geist der Menschen um ihn herum. Trotz der schrecklichen Bedingungen und der ständigen Bedrohung kämpften sie weiter, hielten sich aneinander fest und versuchten, Hoffnung zu finden. Eines Tages, als Thomas gerade dabei war, einem jungen Mädchen einen Verband anzulegen, hörte er plötzlich lautes Geschrei. Ein nahegelegenes Zelt wurde getroffen. Er fühlte eine Welle von Panik und Angst, aber er wusste, dass er weitermachen musste. Die Tage vergingen, und obwohl jeder Tag eine neue Herausforderung darstellte, fand Thomas Trost im Zusammenhalt des medizinischen Teams. Sie arbeiteten oft rund um die Uhr, hielten sich gegenseitig wach und ermutigten sich in den dunkelsten Momenten. In den seltenen Augenblicken der Ruhe sprach er mit anderen Teammitgliedern, hörte ihre Geschichten und teilte seine eigenen. Sie sprachen über ihre Familien, ihre Hoffnungen und Träume und über das, was sie dazu gebracht hatte, in dieses Kriegsgebiet zu kommen. Für Thomas wurde es immer klarer, dass es nicht darum ging, welcher Seite man angehörte oder welche politischen Überzeugungen man hatte. Es ging darum, Menschlichkeit zu zeigen, wo sie am meisten gebraucht wurde.